So, vor etwa einer Woche haben wir uns hier schon mal getroffen zu einer State of Play. Die war eher so... ne? Jetzt gibt's nochmal eine. Fokussiert auf ein einziges Spiel. Und zwar Hogwarts Legacy. Dazu hat man schon lange nichts mehr gehört. Jetzt gibt's endlich neue News. Hoffentlich auch einen Release-Termin. Ohne eine weitere Verschiebung. Auffällig ist halt, dass Sony für ein Spiel, was nicht Sony-exklusiv ist, eine State of Play veranstaltet. Das Game erscheint auch für Xbox und ich glaube für PC. Bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es nicht PlayStation-exklusiv. Dennoch gibt es eine State of Play. Das ist weird. Ich glaube, das gab es bisher auch noch nie. Jetzt ist die Frage, lassen Sie gleich eine ultimative Bombe platzen und sagen, yo, guys. State of Play is back with an in-depth look at the magic brewing in Hogwarts Legacy. Habt ihr das gerade auch gehört? Ja, jedenfalls sagen Sie gleich, hey, wir haben das gekauft, das ist jetzt exklusiv. Oder hat sich einfach der Entwickler bzw. der Publisher da eingekauft? Wir werden sehen. Ich habe hier jetzt den Stream mit englischen Untertiteln genommen, habe aber auch noch den anderen als Backup, falls der irgendwie Trash ist oder so. Schauen wir rein. Aber ja, das möchte ich auch spielen als Stream-Projekt. Deshalb bin ich da sehr interessiert dran. Ah, Warner Bros. Games ist der Publisher. Okay, dann haben sie vielleicht einfach eingekauft. Keine Ahnung. Könnte auch zeitexklusiv sein. Ja, okay, stimmt. Das könnte auch sein. Gibt natürlich Kritik an der Erfinderin von Harry Potter, aber die hat, glaube ich, mit dem Game nichts zu tun. Okay. Graphics, Work in Progress. Alles noch nicht final. What do Sieht you trotzdem think gut you're aus. doing here, humans? Das Ganze spielt im Harry Potter-Universum, aber lange vor den Ereignissen. Also ihr werdet hier keine Charaktere aus den Harry Potter-Filmen oder Büchern sehen, glaube ich. Aber eigentlich kann das gar nicht sein. Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. Das sah schön aus. Und es gibt einen When Charakter you arrive at Hogwarts, Editor. you'll be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet safe up with your Gryffindor, housemates oder? in the common room. You will then need to attend classes. Oh, das ist and auch ein you do schöner have some Raum. catching up to Ui. do, as you were starting Hogwarts late as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending Charms, Defense Against the Dark Arts, Herbology, and Potions classes, to name a few. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Musik ist gut, ja, finde ich auch. Und einige Texturen sind sehr, sehr stark. Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil Village, wo das so richtig so fotorealistisch war. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Aber man muss auch sagen, andere Bereiche sehen auch nur okay aus. Aber es ist noch Work in Progress. Nicht vergessen. Mal sehen, wann der Release ist. You may begin. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here, you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries.
You'll discover dungeons and secret passageways, Oha. as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. Beste. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. Doki. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. Okay, also ein paar Charakter erkennt man dann doch wieder. Join the Headless Hunt. I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your Dobby war der schoolwork Name, ja will stimmt, soon nicht Doki. become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched Doggy a ist auch ein guter student Name. take down Ja. your distraction. Who is this child? You're not telling me. But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Das sieht auch wieder stark aus. Und die Musik ist durchweg nice. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Goblin-Rebellion. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Aber macht schon guten Eindruck, auch die ganzen Effekte. Allowing you to follow up with extended spell combinations. Wird auf PS5 gut ballern. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Als ob. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. Also was ich nice finde, ist, dass es wirklich sehr, sehr viele Combat Moves gibt. Es gibt ja schon ein paar Harry Potter Games, aber bei denen war das, glaube ich, nicht so intensiv. Da ist hier mehr der Fokus drauf. Anscheinend. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells,
plants, and potions to increase their power. Decide which Also eine Art talents best fit Skilltree your mit playstyle to allow you to focus Missionen, on your die favorite vorausgesetzt types sind. of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Schöne Sache. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. Schön, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, an die You can Sache even ranzugehen. unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts was ist das you denn might für einer? encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Ich frage mich auch, wie Learning offen and wird es mastering sein? Broomflight is highly recommended so that you may travel around the world. Aber more quickly. oha, das ist schon wirklich geil, auf diesem Besen da lang zu schweben. Some abilities may be Sah taught to gut you by aus. students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. And over time, you'll learn their stories. Das war ein Niffler. This is our chance. Boah, die kenne ich gar nicht. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Oder Sweeting has a vergessen. Ich habe kind auch jeden heart Film nur and einmal loves gesehen. magical beasts, connecting with them Wow, more ultra easily than with süß. humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again. is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Grifflefigs cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, Erstmal brew Hanfpflanzen. potions, and upgrade your gear. Vielleicht wirklich PS Plus Inhalt? A helpful Denke house nicht. elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. Niffler ist aus Fantastische Tierwesen. Ach so, okay, die habe ich gar nicht geschaut. Deswegen kenne ich den auch nicht. Alles klar. Ja, nee, die kenne Not ich alle everything you nicht. need on your Ich habe nur die journey is Hauptfilme available at gesehen. Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. Schön, dass die Städte auch belebt Potion ingredients aussehen. and recipes, to seeds for magical plants, to all Ja, also sorts bisher of muss gear. man eigentlich nur so hier und da ein paar Texturen überarbeiten, die noch nicht ganz But Hogsmeade also has its dangerous PS5 Niveau A haben. band of dark witches and Aber der wizards Rest sieht schon mal sehr emboldened stark by aus. the turmoil of the times wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, Oha. dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique Den wizarding Winterflair hamlets habe ich gerade pepper sehr the gefühlt. Das sah countryside, super aus. each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts.
Magical beasts roam the lands outside the Stammen die castle anderen walls. alle, Some die have mir been ebenfalls corrupted by nichts sagen, mysterious auch aus dark magic, Fantastische while others Tierwesen? are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Na, ich bin mal Be sehr gespannt auf careful die when you Dungeons. choose to explore, as it may lead you down a darker path. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the Die witch or meisten. wizard you want to Okay. be as you leave your unique mark on the wizarding world. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis das released wird. Vielleicht hole ich die anderen Filme dann auch noch nach. Alter, aber das auf diesem... whatever. Auf diesem Reittier ist schon legendary. Oha, jetzt haben wir auch endlich ein Release. Also, naja, Zeitraum. Holiday 2022. Ende des Jahres wird's erscheinen. That was your first extended look at Hogwarts Legacy. Now let's hear from the real wizards and witches behind the game. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob noch irgendwie ein Flex kommt, so von wegen, ja, es kommt jetzt zeitexklusiv für The PlayStation. attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take all of the love that they put into this as fans and Es wird give it to mindestens fans. 80 GB groß. They've dreamed of for 20 years. Haben schon viel Arbeit reingesteckt. The lore of the Wizarding World is already Und die können ja auch nichts dafür, wenn die Erfinderin seltsame build a game out of it. Ansichten hat. Das sollte man in dem Fall trennen, finde ich. Aber jeder wie er mag. Es kommt noch ein neuer Teil Fantastische Tierwesen nächsten Monat. Achso, ich dachte, das wäre auch schon beendet. Bringing to life just the charm and the love, everything we have for the books, and then marrying that with the iconic experiences. Bestes Weihnachten aller Zeiten. Ja, also ich sag mal ehrlich, der Release zu Weihnachten ist nicht so gut für mich persönlich, weil da habe ich wahrscheinlich genug anderes zu tun. Aber ja, wir schauen mal. Boah, das sieht auch krass aus. You've got all these elements that can come together to create this amazing AAA open world action RPG. When it comes to the open world, it just recht knew offen. it wasn't going to be enough to just stare out of the windows of Hogwarts and wonder what it's like Crazy out shit. there. But the final question that fans ask is, what's beyond that? What's beyond the Forbidden Forest? What's going to be beyond Hogsmeade? What's beyond the Black Lake if I start traveling south? And we just felt like we had to answer those questions. Das war der Seitenschnabel. Ja, stimmt, den kennt man ja auch aus den We were Hauptfilmen. creating a real wide palette of opportunities and ways to explore the world. You're going to see different stories that are really exclusive to who you were in the world. Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. BOTW 2 zum Beispiel. Oh, ich glaube, es wird verschoben. Mittlerweile hoffe ich sogar fast. Ich habe keinen Platz dafür. Anfang nächsten Jahres wäre echt besser. The original story that we tell in the game is your story of what you did, you know, in the Wizarding World that you haven't seen before. Wow, also es gibt schon wirklich viele Szenen, die sehen Fans are super familiar aus. with the Wizarding World from, you know, the 1900s and on, really. But now, with this world, we're able to sort of create a space that's their own. Fans of the series will know that ancient magic has been around for a long time, to say the least, and that Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. And the Avatar, the player, has the ability to sense it and possibly wield it or control it. Spielt 100 Jahre vor Harry Potter. Ja, also es ist auf jeden Fall in der Vergangenheit. And over development, we reread the books many times. Every time we start with a new feature, diesen Raum finde ich einen der and then beyond, besten. we would go into the films. So nice. Being able to put our own spin
on what this universe is was a pretty big deal. I helped design a piece that nobody has ever seen before, the Hufflepuff common room. You know, as a Hufflepuff, you always wondered, like, what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know that fans will recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway, I recognize that classroom. But mostly, it's going to be an entirely new wizarding world that no one's ever experienced. When people engage in the wizarding world, what's the one anchor? Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That school, that famous school of witchcraft and wizardry, is really what binds it all. How to bring Hogwarts to life. That was a very big challenge because, as everybody knows, Hogwarts is huge. Now we need to know exactly how this passage connects to this passage for a game. Aber ist ihnen gelungen, finde ich. And of course, again, the Sentient Castle, it's got new surprises Und up its darüber sleeves. hinaus. It likes to keep its students on its toes. We've put so many little secrets and passageways and rooms in this castle. We recreate those very important locations, and then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to, and we have to make the connective tissue that brings all of it together. Having a world that is a breathing, living world is Einfach very alle Szenen aus der Luft sind because gorgeous. It's all about the details. And as a concept team, we really got into those details and studied history, studied architecture. Ich werde in meinem Stream einfach nur rumfliegen. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's going to be so fun. Get that letter to Hogwarts and go to Hogwarts. We're so excited for people to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. This is your Hogwarts legacy. Wild. We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Our team is so grateful for the excitement and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. That's Okay, our anscheinend show. kein You'll be 31er Move. excited for the magic to come. See you next time. Nee, dann haben sie wahrscheinlich einfach einen Geldkoffer bekommen. Denn das Spiel erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox Series und Xbox One. Und sieht sehr gut aus. Sehr starke Vorstellung. Gab eigentlich nichts, was ich mega beschissen fand. Alles war Hype. Und es sah sehr gut aus. Bis auf ein paar Texturen am Anfang. Anfang der Präsentation gab es noch hier und da ein paar Sachen, die sahen so, ja, eher so mit PS4 aus, aber das werden sie noch fixen bis Weihnachten, denke ich. Geil! Da werden wir hoffentlich reinschauen können, wenn nicht genug andere Spiele rauskommen, die das vielleicht dann doch noch unmöglich machen. Aber das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich Bock da drauf. Und man merkt wieder einmal, die State of Plays, die sich auf ein Spiel konzentrieren, sind einfach 10-mal besser als die anderen. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn sie versuchen, mehrere Spiele zu featuren, finde ich das in den allermeisten Fällen unterirdisch. XLP Gamer, danke für die Mitgliedschaft. Und Electric Rain für eine Münze. Peters Farrellville, ich kann den Namen nicht ganz aussprechen, Bro, aber danke für die Mitgliedschaft. Und Admiral Pfannkuchen für 2 Münzen. Gibt's auch Wii U Release. Ja, in 2040 dann. Mal wieder nicht Switch. Ja klar, Bro, wie willst du das denn darstellen? Also vielleicht eine Render Distance auf 10 Meter und 240p mit 30 FPS, dann, ja. Aber das will halt keiner haben. Solche Spiele laufen nicht auf einer Konsole, die schon bei Release underpowered war. Da müsste Nintendo halt irgendwann mal ein stärkeres System veröffentlichen, aber da haben sie bis jetzt keine Initiative gezeigt. Dafür gibt es die Next-Gen-Konsolen. Sowas läuft halt nur da gut. Ich habe mich verliebt. Ich hoffe in mich. Nee, Spaß.
In das Spiel, ja, verstehe ich. Gerade als Riesenfan ist es, glaube ich, nochmal krasser. Ich würde mich jetzt nicht als Riesenfan bezeichnen. Aber ich finde die Welt sehr interessant. Sieht vielversprechend aus. Ich als sehr großer Harry Potter-Fan fand, dass es sehr cool aussieht. Ja. Switch dann mit Dia Show. Genau. Auf was wirst du Hogwarts zocken? Entweder PS5 oder Xbox Series X. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da werde ich auch die Tests abwarten, was sich mehr lohnt. Ich denke mal nicht, dass es Ladesequenzen geben wird, weil da ist meistens die PlayStation besser. Wenn es um Grafikqualität und FPS geht, ist manchmal die Xbox besser. Da muss man abwarten, aber es ist nicht so ein Riesenunterschied. Eins von beiden auf jeden Fall. Naja, halbwegs Next Gen. Weiß ich nicht. Also mit so einer Open World, guten Graphics und den Effekten, ich würde schon sagen, dass es ein richtiger Next Gen Titel ist. Das ist für mich kein Cross-Gen-Titel. Aber wird man erst sehen, wenn es raus ist. Wenn man es jetzt natürlich mit Horizon vergleicht, ja gut. Auf jeden Fall sieht es schön aus. Das ist das Wichtigste. Singleplayer oder Multiplayer? Muss ich alles noch sehen. Würde so gesprochen. Pet Saver Raphael ist Englisch. Ah, okay. Pet Saver Raphael. Dann danke dir. Auch für die 2 Münzen nochmal. PS5-Version wird alleine wegen den Controller-Features besser. Wenn die ordentlich unterstützt werden, ist das ein Pro-Argument, ja. Gut, endgültige Meinungen in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. War interessant, war gut. Endlich mal wieder eine gute State of Play. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye, gute Nacht.